Fast 180 Euro im Jahr nur fürs Warten. Ein Spartipp, der bei mir nach hinten losging und eine Jalousie, die überraschend Strom spart. Und damit moin und herzlich willkommen zu Smart Home, aber sicher, ich bin Joachim. Ich zeige dir heute 5 Automatisierungen aus meinem echten Zuhause bei mir über Home Assistant. 4 senken bei mir automatisch die Stromkosten. Die 5., die habe ich wieder abgeschaltet, weil sie in meinem Setup hier nach hinten losging. Und was diese Jalousie damit zu tun hat, das verrate ich dir später. Die üblichen Verdächtigen übrigens wie LED-Lampen, Bewegungsmelder, das spare ich mir in diesem Video komplett, da kommst du selber drauf. Wir starten direkt mit Geräten, die bei mir zusammen 76 Watt fürs bloße Warten gezogen haben. Genau, ich rede von Standby. Mein Haus zieht im Ruhezustand derzeit rund 55 Watt Grundlast. Für Dutzende Geräte, die einfach immer erreichbar sein müssen. Ne? Shellys, Sensoren, mein Heimserver. Das lasse ich laufen, das ist der Preis für mein smartes Zuhause. Aber das war nicht immer so niedrig. Obendrauf kamen früher nochmal ein paar echte Stromfresser, die eigentlich nur warten. Ne? Schau mal hier. Meine Fritzbox zum Beispiel zieht 16 Watt rund um die Uhr, wären das fast 40 Euro im Jahr. Nur für den Router. 5 Sonos-Lautsprecher, zusammen 35 Watt, also gut 80 Euro im Jahr. Und weitere Dinge wie der AV-Receiver mit 15 Watt, der Drucker mit 10 Watt und. Zusammen sind das bei diesen Beispielen hier 76 Watt. Würden die Dinger rund um die Uhr laufen, wären das bei meinem aktuellen Strompreis rund 180 Euro im Jahr. Meine echte Ersparnis ist natürlich jetzt kleiner, weil ich sie nur dann abschalte, wenn ich sie wirklich nicht brauche. Und bei mir läuft das ganz simpel. Ne? Ich drücke beim Rausgehen aus der Wohnung lange auf den Flurlichtschalter. Das ist mein Signal an das Smart Home, ich gehe jetzt. Die Automatisierung macht dann Sonos, Receiver, Drucker aus. Und zwar mache ich das Ganze bewusst so manuell, weil ich das zuverlässiger finde als jetzt eine echte Anwesenheitserkennung. Ja, und die Fritzbox, ja, die schalte ich tatsächlich nachts ab. Ja, wirklich, denn wer nachts schläft, der braucht in der Regel kein Internet. Und mein Smart Home, das läuft komplett lokal ohne mich weiter. Warum das so wichtig ist, dass dein Smart Home möglichst lokal läuft, das habe ich übrigens auch schon mal in einem Video thematisiert, das ich dir auch in der Videobeschreibung natürlich verlinke zum später mal anschauen. Schalten tue ich jetzt das Ganze übrigens ganz normal über Zwischenstecker und Relay, also Sonos Basics, Shelly Plug S oder einen Shelly direkt im Sicherungskasten. 2 kleine Haken möchte ich aber nicht unerwähnt lassen. Die Sonos-Boxen, die brauchen natürlich nach dem Einschalten rund eine Minute, bis sie wieder in Home Assistant verfügbar sind. Und auch die Fritzbox braucht morgens nach dem Aufstehen ihre 2 Minuten, bis sie wieder online ist und Internet zur Verfügung stellt. Zweiter Tipp, auch noch naheliegend, wenn du eine PV-Anlage hast, große Verbraucher genau dann laufen lassen, wenn die Sonne scheint bzw. der Strom günstig ist. Mein Paradebeispiel ist dabei die Waschmaschine. Ne? Das ist ein BSH-Modell mit Home Connect, die ich in Home Assistant eingebunden habe. Und die starte ich natürlich nicht einfach, indem ich auf Start drücke, sondern dann, wenn genug Sonne da ist. Konkret, sobald ich 2,5 Kilowatt Überschuss vom Dach habe, das ist ungefähr so das, was die Maschine zieht, starte ich sie automatisiert. Ich muss nur morgens die Wäsche reinlegen, Programm wählen, Fernstart aktivieren und den Rest macht dann die Sonne und meine Automatisierung. Und im Großen und Ganzen mache ich dasselbe auch mit dem E-Auto. Meine Wallbox, hier eine Heidelberg Energy Control, die hängt über Home Assistant und EVCC an meiner PV-Anlage und mein Cupra Tavascan, der lädt dann nur dann, wenn Sonnenstrom übrig ist oder ich eben einen bestimmten Ladestand erreichen muss. Im Ergebnis von den rund 3500 Kilowattstunden, die ich im Jahr mit meinem E-Auto so verfahre, kommen trotz einer recht kleinen PV-Anlage 1500 aus dem eigenen Dach. Der Rest aus dem Netz und das ohne, dass ich einmal darüber überhaupt nachdenken muss. Ja, soweit das Naheliegende, also Standby weg, große Verbraucher optimiert. Jetzt wird es interessanter, denn ab hier kommen die Tipps, an die kaum jemand denkt oder die viele sogar falsch machen, weil man den Zusammenhang zum Stromverbrauch nicht direkt sieht. Und zwar Thema Lüften. Das klingt erstmal banal, ist aber einer der größten unsichtbaren Stromfresser. Jedenfalls, wenn du wie ich mit einer Wärmepumpe heizt. Denn jede Minute, die im Winter ein Fenster zu lange offen steht, heizt du am Ende wieder unnötig auf. Selbst wenn du mit Gas oder Öl heizt, dann sparst du hier eben statt Strom die Heizkosten, aber das Prinzip bleibt exakt gleich.
und das gilt für die nächsten Tipps ganz genauso. Und der Auslöser für diese Automatisierung, der war ganz einfach. Bei uns stand im Winter mal ein Fenster im Bad den halben Vormittag offen. Und danach war quasi Glatteis im Bad angesagt. Ich habe an allen Fenstern, die ich regelmäßig öffne, Fensterkontakte, 6 Stück von Homatic, und ich lese die Außentemperatur direkt vom Fühler meiner Wärmepumpe aus über Modbus. Dann kommt meine einfache Faustregel noch dazu. Das ist keine allgemeingültige Lüftungsformel, sondern der Grenzwert, der sich bei mir im Alltag bewährt hat und der vor allem einfach ist. Heißt, unter 5 Grad 5 Minuten lüften, zwischen 5 und 15 Grad die Gradzahl in Minuten, also bei 10 Grad dann 10 Minuten lüften, und über 15 Grad, da ist es mir dann egal, im Sinne von, dass der Heizverlust für mein System nicht mehr besonders relevant ist und ich keine Warnungen mehr rausschicke. Also kein Dauerkippen mehr, das ist sowieso eine ganz schlechte Idee, kein vergessenes Fenster, und die Wärmepumpe, die dankt es dir dann auf der Stromrechnung. Ja, und gleich kommt der versprochene Fehler, die eine Heizungsautomatisierung, die bei meinem Haus nicht gespart hat, sondern nach hinten losging. Aber davor schauen wir noch kurz auf einen anderen Parameter, denn alles, was wir hier gemacht haben, senkt die Stromkosten an unterschiedlichen Stellen. Weniger Standby-Verbrauch, mehr eigener Solarstrom, weniger verlorene Heizenergie. Eine Zahl haben wir dabei aber die ganze Zeit als gegeben hingenommen, den Preis pro Kilowattstunde. Und der lässt sich natürlich genauso automatisch optimieren. Nur eben nicht in Home Assistant, sondern mit Remind Me. Bei meinem letzten Stromanbieterwechsel habe ich 5 Cent pro Kilowattstunde gespart plus 250 € Wechselprämie, die es noch oben drauf gab. Nur, ich habe das die letzten Jahre immer manuell gemacht und gern auch mal vergessen. Jedes Jahr aufs Neue vergleichen, kündigen, wechseln, dran denken, das ist mega nervig. Und genau da punktet Remind Me mit seinem Wechselservice. Remind Me sucht einmal im Jahr automatisch den besten Tarif für dich raus. Strom, Gas oder sogar speziell für Wärmepumpen. Und wechselt dann für dich. Alle Neukundenboni von den Strom- und Gasanbietern, die werden natürlich berücksichtigt. Du meldest dich nur einmal an, den Rest macht Remind Me, und das jedes Jahr aufs Neue ganz automatisch. Und falls du jetzt fragst, ob da nicht irgendwo ein Haken ist, der Anbieter bucht nicht einfach so von deinem Konto ab. Du hast bei jedem Wechsel ein Vetorecht. So einfach ist es wirklich. Wenn du das Vergleichen also auch satt hast und einfach automatisch im besten Tarif landen willst, dann scanne jetzt diesen QR-Code oder klicke auf den Link in der Videobeschreibung, um direkt mit Remind Me zu starten. Jetzt aber zurück ins Smart Home, und zwar zu Tipp Nummer 4, dem Klassiker, bei dem ich dich vielleicht überrasche. Und danach löse ich noch die Sache mit der Jalousie auf. Stichwort Nachtabsenkung, also die Heizung nachts runterdrehen, um zu sparen. Das macht doch jeder, oder? Also ich habe das auch jahrelang gemacht, bis ich gelernt habe, bei meinem Setup bringt das nicht nur nichts, es kann sogar richtig teuer werden. Ob sich die Nachtabsenkung lohnt, das hängt nämlich vor allem von deinem Heizungstyp und der Dämmung und der Regelung ab. In schlecht gedämmten Altbau mit klassischen Heizkörpern, da kann zum Beispiel eine Nachtabsenkung durchaus etwas bringen. Bei aber einer Wärmepumpe und Fußbodenheizung, so wie bei mir, da kann das nach hinten losgehen, denn der Estrich, der ist so träge, dass die Temperatur nachts kaum fällt, und wenn die Regelung morgens anschließend mit einer höheren Vorlauftemperatur aufholt, ja, dann kann das diesen kleinen Einspareffekt direkt wieder auffressen. Bei meinem Setup hat die Absenkung deshalb keinen Vorteil gebracht. Der Merksatz also: Altbau mit Heizkörper, Nachtabsenkung kann sich lohnen, Wärmepumpe, Fußbodenheizung oder gut gedämmter Neubau, dann prüf erstmal deinen tatsächlichen Verbrauch. Konstant durchheizen kann hier tatsächlich effizienter sein. Und genau deshalb habe ich diese Automatisierung bei mir wieder rausgeworfen, denn die Nachtabsenkung ist genau die eine Automatisierung, die du je nach Haus bewusst laufen lässt. Oder eben nicht. Bei mir kam raus: nicht laufen lassen. Manchmal ist der beste Spartipp nämlich, einen vermeintlichen Spartipp wieder abzuschalten. Falls dich dieser Punkt gerade überrascht hat, dann klick doch jetzt bitte auf den Daumen nach oben, denn mit nichts kannst du meinem Kanal schneller und einfacher helfen. Ja, und jetzt die Sache mit der Jalousie, die ich dir am Anfang versprochen habe. Meine Rollläden, die fahren automatisch runter, abhängig vom Sonnenstand, und das spart auf 2 Wegen Energie. Im Sommer hältst du damit die Hitze draußen, bevor sie überhaupt nennenswert reinkommt. Wenn du zum Beispiel eine Klimaanlage hast, dann sparst du natürlich damit richtig kühle Energie. Die muss nämlich dann deutlich weniger arbeiten.
Ja, und im Winter, das vergessen die meisten, sind die Rollläden ja auch nachts eine zusätzliche Dämmschicht vor dem Fenster. Weniger Wärme geht verloren, die Heizung muss weniger nachlegen. Bei mir heißt das direkt dann weniger Wärmepumpenstrom. Wie ich diese sonnenstandsabhängige Beschattung mit Blueprints gebaut habe, zeige ich übrigens komplett in meinem Video, das ich hier oben und auch natürlich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Also 4 funktionierende Automatisierungen, ein Fehler zum Vermeiden und ein Bonustipp. Kein Einzelpunkt ist jetzt die große Revolution, aber zusammen senken sie bei mir übers Jahr die Stromkosten. Und das Beste, einmal eingerichtet, läuft der große Teil davon fast von alleine. Ja, schreib du mir gerne in die Kommentare, welche Automatisierung bei dir am meisten Strom spart. Und weil beim Heizen mit Abstand am meisten Energie drauf geht, wie ich meine Heizung mit einem einzigen Shelly smarter und sparsamer mache, das zeige ich dir in diesem Video, das ich hier gerade einblende. Also schau da unbedingt rein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Smart Home aber sicher. Bis dahin, pass auf dich und dein Smart Home auf. Dein Joachim.